Wir haben kurz vor Weihnachten und wir sind auf dem Camping Mar Azul in Palermo, Andalusien. Und da wollte ich jetzt euch noch mal so einen kleinen Überblick geben, was wir jetzt hier gerade so machen. Und da gibt es noch mal den einen oder anderen Hinweis, den einen oder anderen Tipp. Und ich werde auch so noch mal hier einige Camper befragen, wie es denen hier so gefällt und was sie so über Weihnachten hier machen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ein Stuhl vor dem Camper. Ich habe mein Video kurzfristig etwas geändert und zwar ganz einfach deshalb, weil unser Enkelsohn Tom einen Song, einen Haku-Song für uns erstellt hat und den möchte ich hier so ein bisschen vorstellen. Jetzt nicht komplett, am Ende des Videos könnt ihr den kompletten Song hören, wenn ihr möchtet. Ehrlich erzählt, bei Haku weiß man, was einen erwartet, wenn man dort steht. Aus Leidenschaft unterwegs. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit meinem Video zu unserer Reise. Ja, viele fragen ja immer wieder, wie sind die Temperaturen? Ja, aktuell Sonne scheint, aber es ist etwas Wind. Temperaturen irgendwo so zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht geht es immer, sind um die 12 Grad in der Nacht. Das ist schon mal recht angenehm. Muss man teilweise ein bisschen heizen, aber ist alles gut zu ertragen. Allerdings, das Wetter war bisher unbeständig, es war nicht immer nur Sonne. Wir haben auch Tage gehabt, wo es geregnet hat, waren nicht viele Tage und ja, es war auch nicht immer warm. Aber gut, es gab immer mal wieder Tage, da schien die Sonne und man konnte mit kurzer Hose und T-Shirt ohne weiteres den ganzen Tag hier auf dem Campingplatz verbringen. Zu den Temperaturen, manchmal klagen wir hier auf hohem Niveau. Also wenn ich zu Hause sehe, wie es dort ist, dann bin ich hier schon sehr zufrieden mit dem Wetter. Ja, vielleicht ein bisschen was hier zu unserem Platz. Wir haben hier unser Zelt wieder aufgebaut, das wir im letzten Jahr auch hatten. Unser Kochzelt, kann man auch so ein bisschen drin sitzen. Kennen ja viele dieses Zelt. Den Boden haben wir ausgelegt, machen wir immer so. Ist ein bisschen sauberer, auch wenn es mal regnet, hat man dann einen sauberen Untergrund. Muss man nicht, aber wir machen es gerne so. Ja, jetzt vielleicht noch ein paar Worte, wie voll ist es wieder in Spanien. Es hält sich in Grenzen, würde ich mal so sagen. Ich habe den Eindruck, es ist nicht so voll wie in den letzten Jahren. Das ist mein subjektiver Eindruck. Hier speziell auf dem Platz, der ist gut besucht. Aber es gibt aber auch immer mal wieder einen freien Platz. Das heißt, wenn man nicht jetzt gerade 3 Monate bleiben möchte, dann hat man immer mal eine Chance, hier einen Platz zu bekommen für eine Woche, für ein paar Tage. Ich habe das Gefühl, das so festgestellt, das ist auf anderen Plätzen auch so. Ich meine, dass der ganz große Druck wie in den Vorjahren in diesem Jahr nicht so da ist. Ja, es gibt einiges an neuen Plätzen. Vielleicht sind auch nicht mehr so viele losgefahren. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, das ist rein so subjektiv von mir festgestellt. Wir werden voraussichtlich bis Mitte Februar hier auf diesem Platz bleiben. Was wir danach machen, wissen wir noch nicht ganz genau. Das überlegen wir uns noch. Nach Hause geht es natürlich noch nicht. Das wird natürlich erst schätzungsweise im April sein. Das muss ich noch hinzufügen. Wir haben ja, bevor wir zum Mar Azul gefahren sind, noch einige andere Camping- und Stellplätze angefahren. Darüber werde ich dann später noch berichten. Da ist auch der ein oder andere neue Platz noch dabei. Jetzt zum Campingplatz Mar Azul. Er hat etwa 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier für das Wohl der Gäste sorgen. Und da gibt es hier jetzt so eine Tradition seit einigen Jahren. Es wird Weihnachtsgeld gesammelt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An einem Nachmittag findet dann hier an der Bar die Übergabe des Geldes statt. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Seid ihr wieder schön zahlreich da. Schön, freut uns. Margret, eine Camperin hier vom Platz und einige weitere Camper haben das Ganze organisiert. Und jetzt werden die Sammeldosen hier geöffnet und das Geld gezählt. Der Chef vom Platz, der Pepe, hat alle Gäste hier eingeladen zum Tapas-Essen. Fleißige Hände zählen jetzt das Geld und am Ende ist eine stolze Summe zusammengekommen. Also, wir haben die 2000 erreicht. Vielen, vielen herzlichen Dank euch allen. Dankeschön.
Natürlich lässt der Chef Pepe sich das nicht nehmen. Er ist natürlich auch dabei und spricht ein paar Worte hier zu den Gästen. Es ist wirklich für unser Team etwas Besonderes, die jedes Jahr kommt. Ne? Es können nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Übergabe dabei sein, denn der Betrieb muss ja weiterlaufen. Wenn die Übergabe zu Ende ist, dann gehen natürlich nicht gleich alle nach Hause, sondern dann wird noch ein bisschen zusammengesessen und noch ein bisschen erzählt und das eine oder andere Glas getrunken. Nicht alle Camper bleiben über Weihnachten hier in Spanien. Einige fliegen nach Hause, lassen also ihren Camper hier stehen und verbringen dann Weihnachten zu Hause. Einige nicht nur Weihnachten, sondern auch mehrere Wochen bleiben sie dann zu Hause in Deutschland. Camping ist ja vielfältig. Wenn man jetzt keinen Wohnwagen oder Wohnmobil hat, dann gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, auf einem Campingplatz, so wie hier, in einem Chalet oder einem Bungalow zu wohnen. Der Campingplatz Mar Azul hat auch einige Bungalows, die man hier anmieten kann. Und das wird auch gut angenommen. Und ein Paar, was hier wohnt in einem dieser Bungalows, kennen wir. Und mit denen möchte ich gleich mal sprechen. Das sind die beiden, die kommen aus den Niederlanden. Das sind Mareike und Willi. Die kennen wir schon ganz lange. Ich glaube, Mareike weiß es auch. Seit 2002 hat sie mir erzählt, ist das so. Und das war der alte Mar Azul, den wir gemeinsam besucht haben. Dort haben wir uns getroffen das erste Mal. Und so lange kennen wir uns. Und jetzt haben die beiden hier so einen Bungalow gemietet. Und darüber möchte ich gleich mal mit den beiden sprechen. Ja, ihr beiden, ihr hattet immer ein relativ großes Wohnmobil. Willi, was für ein Wohnmobil hattet ihr denn? Ein RB Blue Star. Also 7,80 Meter. Ja. Okay. Und da gab es dann bei dir gesundheitliche Probleme. Du durftest da nicht mehr fahren. Mit dem Verlängern von der Führerschein muss man in Holland einen medischen Test machen. Mein rechte Auge hatte ich immer schon, wie heißt es? Probleme. Glaukom. Ah ja. Ja. Mhm. Und das ist erst dann durch zu hohe Augendruck, nicht? Ja. Und da war immer oben noch ein Platz und da war kein Problem. Ich habe schon zweimal den Führerschein verlängert, dass da kein Problem war. Ja. Aber das letzte Mal ist auch rechts was weggefallen, dass man keine 60 Grad seitlich gucken könnte. Ja, okay. Und deswegen könnte ich das Führerschein nicht verlängern. Ja. Okay, jetzt darf man vielleicht sagen, du bist jetzt 82 Jahre. Ja. Und und Mareike, dann habt ihr euch entschieden, was anderes zu machen. Ja, vor allem den Willi. Ja, der Willi. Der wollte wieder nach Spanien wegen des Wetter. Ja. Und da hat er, also gleich als wir das Wohnmobil verkauft hatten, hat er gesucht auf Internet, um eine Wohnung zu finden, ein Hauschen oder ein Chalet oder weiß ich. Und er hat dann diese gefunden. Diesen Platz kennen wir schon. Wir waren schon ein paar Mal mit dem Wohnmobil hier und das hat uns immer gut gefallen. Und deswegen haben wir dieses Haus gebucht. Und wir wollen dann hier 3 Monate bleiben. Ja. Okay, also ihr seid den ganzen Winter mehr oder weniger dann hier auf diesem Platz. Ja. Und weißt du so, wie viel Quadratmeter der Bungalow hat? Ich habe keine Ahnung. Hast du keine Ahnung? Ich denke schon 60 Quadratmeter. 60 Quadratmeter, ja. Okay. Er ist größer wie unser Wohnmobil. Ja, auf jeden Fall. Ja. Am Anfang hatten wir gedacht, wir weniger Platz. Alles muss man erst mal aussuchen, wo das hinkommt, wo man das hinstellt. Ja. Aber heute sind wir dran gewöhnt. Wir sind jetzt 3 Wochen hier und wir sind jetzt hier dran gewöhnt. Ja. Weihnachten seid ihr natürlich jetzt auch hier. Wisst ihr schon, wie ihr Weihnachten verbringen werdet? Nein, haben wir eigentlich noch nicht drüber nachgedacht. Wir machen wenig Besonderes, denke ich.
Wie viele auch, wir auch. Also man kocht ganz normal, denke ich, oder man macht sich vielleicht für die Weihnachtstage ein besseres Essen oder ein schönes Essen. So habt ihr es auch vor. Ja, wir machen was Extras. Wir machen Mit Weihnachten machen wir was Extras. Ja. Und Weihnachtsabend vielleicht auch, weiß ich noch nicht. Müssen wir noch mal gucken. Und mit Silvester wissen wir auch noch nicht. Vielleicht ist hier auch was zu tun. Genau. In Restaurants. Ja. Da wollen wir dann hingehen. Mal gucken, wie es läuft. Wunderbar, ihr beiden. Danke euch für eure Ausführungen, dass ihr so nett wart und wünsche euch weiter hier einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank. Gerne. Gern gemacht. Ja, danke. Okay. Auch wenn wir jetzt hier in Spanien sind, will man es ja doch ein bisschen weihnachtlich haben. Und Rita bastelt gerne. Und so hat sie sich hier eine größere Anzahl an Weihnachtskugeln gekauft, die sie dann beschriftet. Diese Schriftzüge hat unsere Tochter uns angefertigt. Die hat ein Gerät dafür. Und kleine Sterne hat sie auch angefertigt, die dann auch noch auf die Kugel geklebt werden. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber Rita macht das am Abend ganz gerne mal. Rita fertigt diese Kugel nicht nur für uns an oder beschriftet sie nicht nur für uns, sondern sie verschenkt sie auch an andere Camper. Eigentlich wollte ich ja die heutigen Aufnahmen draußen machen, aber das ist heute unmöglich. Draußen stürmt es, regnet es, also keine Chance draußen irgendwie Videoaufnahmen zu machen. Deshalb sitzen wir beiden, Rita und ich, hier drin und es gibt Kaffee und Kuchen dazu. Und ja, da wollten wir noch ein paar Worte an euch richten. Vielleicht so ein bisschen Rückblick, hier noch ein bisschen was zu unserem zurückliegenden Jahr sagen. Wir haben ja inzwischen 40.000 Kilometer mit unserem Vario Star zurückgelegt, 20.000 auch in diesem Jahr wieder und einiges abgefahren. Dabei haben wir dann Videos erstellt. Ich denke, es sind mehr als 50, genau gezählt habe ich sie nicht, aber müssten mehr als 50 sein, die wir veröffentlicht haben. Und wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass wir so einen Zuspruch haben, so viele Klicks, so viele Likes, so viele Kommentare. Das ist natürlich sehr schön, darüber haben wir uns sehr gefreut. Dafür sagen wir herzlichen Dank. Wir wünschen euch frohe, ruhige Festtage, natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute fürs neue Jahr. Und Rita? Ich schließe mich den Wünschen an, wünsche euch auch alles Gute und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Bis dahin sage ich wie immer, bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Morgen ist still, der Platz liegt noch ruhig. Ein Stuhl vor dem Camper, die Luft ist vertraut. Seit Jahrzehnten unterwegs, man kennt diesen Rhythmus. Campen ist kein Trend, es ist einfach ein Teil von uns. Die Kamera läuft, nicht wegen Ruhm, nur um zu zeigen, wie es wirklich ist. Stellplatzreportagen, ehrlich erzählt, bei Hakko weiß man, was einen erwartet, wenn man dort steht. Aus Leidenschaft unterwegs, ganz ohne Stress. Meer oder Strand, wir nehmen's, wie es kommt. Filme, Fotos, Videos aus seinem Hobby gemacht. Und Rita ist immer dabei, seit all den Jahren. Bei Tag und bei Nacht. Man sitzt zusammen, ein Bier in der Hand, Gespräche unter Campern irgendwo am Rand. Erfahrungen tauschen, zuhören, verstehen. Jeder hat Geschichten, man muss sie nur gehen. Kein Drehbuch, kein Lärm, kein großes Getue. Ein Platz, ein Abend, was Gutes im Nu. Leckeres Essen, die Sonne geht tief und man merkt, warum man dieses Leben liebt. Aus Leidenschaft unterwegs, Jahr für Jahr. Mal am Wasser, mal unscheinbar. YouTuber, ja, aber ohne Show. Hakko zeigt das Draußensein so, wie es immer war.
doch sie steht nicht im Weg. Wichtig ist, was man erlebt und weitergibt. Campingfreunde kommen, Campingfreunde gehen, man trifft sich wieder. Irgendwo, irgendwann, irgendwo schön. Aus Leidenschaft unterwegs, ohne Hast, weil man weiß,